Einladung, hier zurückzukommen. Now, I'm going to speak in English. Frage, könnt ihr alle Englisch verstehen oder soll ich übersetzen? Besser übersetzen. Also ich werde auf Englisch sprechen. Well, first of all, thank you very much for the invitation to join you in this assembly. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, euch hier heute Abend zum Assembly zu kommen. I am here in Berlin because Ethicon has decided that I should receive the 2011 Blue Planet Award. Ich bin hier auf Einladung der Stiftung Ethicon, die mir das diesjährige Blue Planet Award Preis aushändigt. The ceremony is taking place tomorrow. Morgen findet die Preisverleihung statt. But I absolutely wanted to visit the site of Occupy Berlin. Und es war mir ein persönliches Bedürfnis, auch hier die Stätte Occupy Berlin auch zu besuchen. So first I would like to bring you greetings from the Occupy movement in the United States. Nice job. Occupy Wall Street, Occupy Philadelphia. I live in Oakland, so especially from Occupy Oakland. Thank you very much. Die solidarische Grüße von der Occupy-Bewegung aus den USA, New York, Philadelphia und da ich in Oakland lebe, besonders auch aus Oakland, California. This is a very exciting movement. Das ist eine sehr aufregende Bewegung. And I would like to thank you for your dedication, for your persistence, and for all of the work you are doing to keep this movement going here in Berlin, in Germany, and throughout the world. Und ich möchte euch gerne danken dafür, für euer Durchhaltevermögen, für euer Hingabe, diese Bewegung hier in Berlin, in Deutschland, in der Vernetzungsarbeit auch in Europa und überhaupt in der ganzen Welt. And I'm very impressed by the working committees. Ich bin sehr beeindruckt von eurer Arbeitsgruppe. It sort of reminds me of the period when I was studying in Germany. Und es erinnert mich ein bisschen an die Zeiten, als ich in Deutschland studierte. And I was involved in SDS. Ich war damals in SDS involviert. Over 40 years ago. Noch 45 years ago. Vor 45 Jahren begann diese politische Arbeit. And I would also like to say that I am here, free, not in prison, as a result of a vast international movement that came together when I was facing the death penalty in the U.S. Dann möchte ich euch gerne sagen, ich bin heute deswegen hier und auch frei, weil es diese immens große Solidaritätsbewegung gegeben hatte, als ich eigentlich in der Todeszelle saß und diese Bewegung zu meiner Freiheit beigetragen hat. And I just met someone who grew up in the GDR. Und ich habe gerade jemanden kennengelernt, die in der DDR groß geworden war. Who reminded me. Yeah, me too. Who reminded me die mich daran erinnerte, that when she was a little schoolgirl, als sie ein kleines Mädchen, Schulmädchen war, she sent me a postcard. die wir alle als Kinder eine Postkarte geschickt hatten, with a rose drawn on it. Mit einer Abbildung einer Rose. And the campaign, of course, was eine Million Rosen für Angela Davis. Das war die Kampagne damals, 1 Million Rosen für Angela Davis. And I received those postcards when I was in jail. Und ich habe diese Postkarten bekommen, als ich im Gefängnis saß. At first, they
came slowly, maybe 10 or 20 a day. Und zuerst kamen sie ganz, so tröpfelten sie rein, ganz langsam, mal 1, mal 2, mal 10, dann mal 20. And then there were hundreds every day. Und dann waren Hunderte täglich. And then there were thousands every Und day. dann waren es Tausende jeden They Tag. brought them into my cell Und die brachten sie mir in meine in Zelle these huge bags. in ganz großen Säcken. So I always say to people in the United States Und so sage ich Menschen, die in den USA leben, that the school children in the GDR freed me. dass es die Schulkinder aus der DDR waren, die mich befreit haben. And I should say that there were many people involved in West Germany as well. Es waren natürlich viele Leute auch in der BRD, die in dieser Kampagne mitgewirkt hatten. I had studied in Frankfurt. Ich habe in Frankfurt studiert. So many of my friends and my professors Viele von meinen Freunden und Professoren, Herbert Marcuse appealed to Herbert intellectuals and others throughout Europe. so konnten diese Freunde und Professoren beispielsweise, also eben Herbert Marcuse, Frankfurter Schule, konnten natürlich auch auf eine akademische Ebene zu dieser Solidaritätsbewegung auch beitragen. And I like to point out that no one would know my name. Ich möchte gerne darauf hinweisen, niemand würde eigentlich meinen Namen kennen, Had it not been for that vast international solidarity movement. wenn es nicht diese internationale Solidaritätsbewegung gegeben hätte. And I don't really care whether anyone remembers my name. I'm just an individual. Und eigentlich ist es mir egal, ob sich jemand an meinen Namen erinnern kann, Because I'm just an individual. weil ich nur ein Individuum bin, eine Einzelperson. But I think it's important to remember that movement, Aber es ist wichtig, diese Bewegung, sich daran zu erinnern. to remember all of the millions of people all over the world Und daran denken, diese viele Menschen, auch diese Millionen Menschen in der ganzen Welt, who stood up to the power of the state die in the gegen, U.S. die gegen die Kraft der Regierung in der USA, gegen die staatliche Gewalt in der USA aufgestanden sind. Against Richard Nixon, Gegen Richard Nixon, against Ronald Reagan, who was Gegen- governor. Ronald Reagan, der damals Gouverneur war, And we won. und wir haben gewonnen. And I mention this Und das unterstreiche ich deswegen, because of the amazing internationalism that is emerging in the context of the Occupy movement. und ich unterstreiche das deswegen, weil es ist eine große internationale Vernetzung, die deutlich wird in dieser Occupy-Bewegung. And of course, this time the stakes are huge. Und diesmal ist der Einsatz sehr groß. We're talking about the survival of people who are ensconced in poverty, Wir reden hier über Leute, die wirklich festgesetzt sind in Armut, the people who are victims of racism, Leute, die Opfer von Rassismus sind, xenophobia, von Fremdenfeindlichkeit, war, kriegerische Handlungen, attacks on the environment, Angriffe auf die ökologische, auf unsere Umwelt, the prison industrial complex, Leute, die auch ausgebeutet sind durch die das institutionalisierte Gefängnissystem, and Gefängnis industrielle Komplex. und dass also die Zwangsarbeit durch die Ausleihen von Gefängnisinsassen für die Privatindustrie stärker in den USA als hier. And of course, the movement challenges the power of the 1%. Und natürlich fordert denn diese 1%, diese Bewegung, die 1% heraus. And the idea of mobilizing the 99% Und dieser Gedanke, die 99% zu mobilisieren, was actually a genius idea. It was,
eine geniale Idee. Because who would want to identify with the 1%? Weil wer möchte sich dann mit diesem 1% identifizieren? I mean, even though there are those in the 99% who may not be our friends, Und auch wenn es einige in den 99%, die nicht unbedingt nur unsere Freunde sein müssen, but we start with the assumption that it is possible to reach almost everyone. gehen wir von der Annahme aus, dass es möglich ist, fast jeden zu erreichen. And then we create what I've been calling a complex unity. Und dann beginnen wir, was ich als We create a complex unity, not a simple unity, but a complex unity. eine komplexe Gemeinsamkeit, eine komplexe Vielfältigkeit, A unity that respects difference. Eine Gemeinsamkeit, also eine Verbindung, eine Gemeinschaft, die vielleicht dann auch Unterschiede respektiert und integriert. A unity that is not about sameness, Eine Vereinigung oder eine Gemeinsamkeit, die nichts mit Gleichmacherei zu tun hat, but rather is dedicated to negotiating relationships among different communities, ja, aber der Idee verschrieben sind, Kommunikation zu verhandeln zwischen verschiedenen also verschiedenen Gemeinschaften, verschiedene Herkünfte, and different issues, unterschiedlichen Tagesordnungspunkten, Themen, and even negotiating the meaning of the term occupy itself. und auch verhandeln muss, vielleicht sogar über diesen Begriff Occupy, selbst dieser Begriff vielleicht neu verhandelt oder ausgearbeitet. Because you know that the term occupy has historically been associated with military occupation. Weil, wie ihr alle wisst, ist dieser Begriff Occupy immer assoziiert mit militärischen Begrifflichkeiten. With colonial occupation. Also mit Kolonialisation von militärischen Gewalt. And so the movement in Puerto Rico calls itself unoccupied Puerto Rico. Also die Bewegung in Puerto Rico nennt sich nicht Native American activists in New Mexico have called the movement in Albuquerque unoccupied Albuquerque. Und da analog dazu in Albuquerque in den USA haben die Unoccupy, also nicht okkupieren. In Oakland, Native Americans have suggested that we use the term decolonize Oakland. Wow. Die indigene Völker in den USA haben in Oakland vorgeschlagen, Dekolonisation. Native American, yeah. Native, Indigenous. Ureinwohner. Yeah. And what do you think about recuperation? Reparation? Recuperation. Big corporation. Recuperation. What do you think about big corporation? Big corporations or Recuperate. recuperate? Reincorporate. Ross? Well, the point that I was making, let me say that I'm not arguing that we should change the name. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir den Namen verändern müssen, But that we recognize the contradictions. aber dass wir einfach anerkennen, dass es Widersprüche gibt. And that we make it very clear that the Occupy movement does not identify with the historical modes of occupation. Und dass es uns bewusst ist, dass die jetzige Occupy-Bewegung sich nicht identifiziert mit den historischen Ursprüngen aus dem militärischen Bereich. So that means that the Occupy movement has to be very clear about disassociating itself with military occupation. Und von daher ist es sehr wichtig, aus meiner Sicht, dass die Occupy-Bewegung sich
distanziert von den militärischen Ursprüngen, militärischen Begrifflichkeiten. So we are against war, Und daher sind wir gegen Krieg, against the continued U.S. presence in Afghanistan, gegen die amerikanische Präsenz in Afghanistan and also against the occupation of Palestine. und natürlich auch gegen die Besetzung von Palästina. So all of these issues that have to be brought up in connection with the effort to recreate the meaning of Occupy. Und das sind die Themen, die wieder nochmal hochgebracht werden, miteinander vernetzt werden müssen, wenn wir jetzt Occupy miteinander vernetzen. So that it means life and not death. Damit es auch Leben bedeutet und nicht Tod. So that it means the future and not the destruction of the possibility of a human future. Ja. Dass es auch Zukunft bedeutet und nicht das Ende, den Abbau von einer möglichen Zukunft. So it means joy and not violence. Also es bedeutet dann Freude und nicht Gewalt. And I'll stop there. And if you have any questions, because I can go on and on. But thank you very much again for the invitation. Als Andrea kommt. Oh, thank you. Muss das noch singen? Ja, Ja. Sing the song. Ist die Gitarre hier? Der Mario ist hier? Natürlich ist er hier. Super. Ich würde gerne was anderes sagen kurz. Ich war gerade noch an der HU, ich weiß nicht, ob es schon jemand gesagt hat. Also der Raum ist auf unbefristete Zeit besetzt. Welcher Raum? Der gestern besetzt wurde. Intern Audimax. Und ich bin jetzt nochmal gebeten worden von den Leuten, es ist ganz wichtig, dass immer jemand da ist. Gerade sind, glaube ich, nur 10 Leute da. Und ja, wäre schön, wenn immer wieder jemand von uns vorbeigucken würde. Ja, gute Idee. Da ein bisschen drum kümmern. Und Essen, ja. Ist eingeplant. Okay, dann lass uns noch Fragen an Angela noch fragen und das Lied vielleicht. Ja. Ist da noch Platz? Kann man da noch ja, hier sind da. Genau, neue Leute. Das ist hier ein Übersetzen. Was soll ich da nicht lüften? Ach so. Jetzt wird gesungen, oder? I have a question to Angela. I tried in English. For me, I associate the Occupy movement only with tear down the financial. Can somebody help me? Also ich verbinde ich verbinde die Occupy-Bewegung eigentlich nur damit, die Finanzmärkte zu entmachten. Wie Sie eventuell wissen, ne? Mein Eindruck. Mein Eindruck. Ja, okay. You want a real democracy? Or only to, also wollen Sie nur die Finanzmärkte entmachten, die Occupy-Bewegung, oder wollen Sie wirklich Basisdemokratie durchsetzen? Das ist meine Frage. Okay. I think I understand your question. And I think it's an important question. The only one. Thank you. Ich glaube, ich verstehe die Frage und ich glaube, das ist eine wichtige Fragestellung. And you know that when the Occupy activists took over Zuccotti Park. Und ihr wisst, als die Occupy Movement dort tätig wurde, the main thrust was against the big banks, against Wall Street. War natürlich der erste Tagesordnungspunkt ein Protest gegen die großen Banken. But the banks and the financial centers, both in New York but all over the world, the IMF and the World Bank, represent the greatest threat to democracy in the world. Ja. Und es ist aber so, dass diese Banken
wie sie alle nun mal heißen mögen, ob das der internationale Währungsfonds ist oder die Banken, die großen Banken international alle sind in und an sich schon die größte Bedrohung einer Demokratie. And so it's my experience that Occupy activists recognize that symbolism. Und so ist es meine Erfahrungswert, dass die Aktivisten in der Occupy-Bewegung diesen Zusammenhang erkennen. But in the context of discussing the greatest threat to democracy, aber in dem Zusammenhang, was ist denn jetzt die Fragestellung, was ist denn die größte Bedrohung der Menschheit? It's also important to talk about racism. Ist es natürlich auch wichtig, über zum Beispiel Rassismus zu sprechen. And of course police violence, because police have had many clashes with Occupy activists all over the country. Und eine weitere Bedrohung ist natürlich auch die Frage der Polizeigewalt, weil die auch die Occupy-Bewegung ja auch bedrohen. And initially there were those who were saying the police are our friends, they're part of the 99%. Auch dieser Widerspruch, dass die Polizei und die Polizisten, die da sind, natürlich auch ein Teil der 99% sind. But after Scott Olson was attacked in Oakland, nachdem Scott Olson von der Polizei brutal zusammengeschlagen worden ist von der Polizei in Oakland, the question of police violence began to be raised all over the country in all of the Occupy sites. Wurde dann die Frage der Polizeibrutalität national diskutiert, in allen Occupy-Orten. And so also there are discussions about misogyny. Misogyny is okay. Frauenfeindlichkeit. Okay. Homophobia. Also die ganzen Fragestellungen, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Transphobie. Transsexuale Phobie, also No, not transsexuale. Okay. Transphobie. Transphobie, yes. Okay. Because it's transsexuals and transgender. Transgender, okay. So You have to transgender is differentiate. I know the language, the vocabulary is evolving. But also about the environment. Auch zu der Frage der Ökologie, der Umwelt. And the military. Und dem Militärkomplex. So I think the movement is negotiating how to address these issues. Daher glaube ich, dass diese Bewegung dabei ist, neu zu verhandeln, wie diese Themen zusammenhängen. And how to address them as a movement. Und wie diese Themen dann als Teil dieser Bewegung. And not to take them up in a hierarchical sense. Sie nicht als Hierarchie in einer Form von Bedeutung, nicht in einer Hierarchie sich dem zu stellen, sondern and not for example to say that economic issues are more important than defending the rights of immigrants. Und eben nicht zu sagen, dass ökonomische Fragen wichtiger sind als zum Beispiel Fragen der Immigranten. But rather recognizing the interconnection. Und eher dann zu sehen, wo die Überschneidungen sind. So I think this is the power of the Occupy movement, all over the world. It's learning how to develop a sense of the relationship among all of these issues. Und das ist die Kraft, die in dieser Bewegung steckt, nämlich dann zu sehen, wie diese Themen, diese Überschriften miteinander zusammenhängen und sie auch weiterzuentwickeln. So if we bring together the 99%, also wenn wir die 99% zusammenbringen, then we have to figure out how people can be together. Müssen wir dann mit denen gemeinsam Exactly. entwickeln, wie wir zusammen sein sollen. And that's very important for democracy, because that is the democracy we do not have today. Und das ist die Frage der Demokratie, weil es eine solche Demokratie wir heute noch nicht haben. Ja. Wie können wir den Kampf gegen die Mainstream-Medien gewinnen? Und gibt es tatsächlich eine Chance?
Ganz kurz, vielleicht melden wir uns am besten wieder so. 1, 2, 3, 4, damit es einigermaßen in Ordnung hat. Ich glaube, Colette war als nächstes. Ja, das ist Genau, vielleicht können wir das kurz erklären. Ja, lass uns das erklären. Also wir melden uns einfach, für dich auch, wir melden uns einfach mit Zahlen. Das heißt, man meldet sich, jemand anderes will sich danach melden, man sieht die 1, also meldet man sich mit einer 2. Dann meldet man sich mit einer 3 und so weiter. Bis 5 geht's hoch und dann wartet man einfach. Und hier ist die, also die 2 war es nicht, dann ist die 3. Und hier ist die 4, also wärst du gut mit 5. Nee, hier ist schon eine 5. Dann wärst du danach die 1 wieder. Dann bist du die 1. Dann bin ich die 2. Difficult. Wer ist die einfach? Wer ist Vielleicht, oder? Wenn du noch möchtest. Also ich rede auch in Deutsch, even if I can, my English is very good, but I guess it's better I speak in German. Also kann denn jemand übersetzen? Nein, ich spreche Deutsch wegen euch und dann wird es für Dann andere. übersetzen wir auf Französisch. Ja. Also ich wollte nochmal von ganzem Herzen sagen, dass ich mich ungeheuer freue, dass du hier bist. Du wirst dich nicht erinnern, aber ich erinnere dich. Ich war in Frankfurt, Berlin und Hamburg mit dir auf der Straße damals. Und als ich das im Internet vorhin gesehen habe, dass du kommst, da ging mein Herz so hoch, wie es damals auch geschlagen hat. Und ich habe gedacht, das ist ja unglaublich. Klar weiß ich, dass du dabei bist, das weiß ich ja, ich verfolge dich ja. Aber dass du zurückkommst hierher und mit meiner Generation und für die neue Generation wieder da bist, das berührt mich zutiefst. Vielen Dank und ich glaube, das wird in Deutschland ganz viel bringen. Als zweites ist mir ganz wichtige Frage, weil ich bemerke, dass bei meinen Recherchen und bei den Livestreams aus den USA und so, wie siehst du das Bewusstsein in der Bewegung in den USA, dass ja im Grunde genommen nicht mit dem Namen Occupy und nicht mit 99%, aber dass im Grunde genommen in Spanien es begann, wenn nicht auf dem Tahrir Square in Ägypten. Aber in Spanien, Europa, auf Europa bezogen, da wurde zum ersten Mal gecampt und okkupiert. Und in Amerika habe ich das Gefühl, ist das gar nicht bewusst. Ist ja nicht nur in Deutschland. In Deutschland aber mehr, also ja, in Europa. Ja. Meine Frage, ich fände es, oder Bedürfnis, ich fände es ungeheuer wichtig, dass auch dieses politische Bewusstsein ins globale Bewusstsein kommt. Das sind 2 Kontinente, aber es ist wirklich so weit, dass wir uns gegenseitig über Grenzen, über die Ozeane hin so beflügeln. Das ist aus Spanien nach Amerika gekommen, durch Europa und durch Ägypten. Und dass dieses Bewusstsein auch in Amerika ist. Well, there is a consciousness of the international scope, and the genealogy that is often used is first Tahrir Square, and then Spain, and then of course what wasn't known, I should say. Es gibt ein Bewusstsein, also die Frage war zuerst nach dem Bewusstsein in den USA über die Herkünfte dieser Occupy-Bewegung. Und Angela antwortet jetzt und sagt, es gibt dieses Bewusstsein. Ägypten, Spanien, dann USA. But it's especially in Egypt, especially Tahrir Square, because at that time, workers in Wisconsin rose up. There was an amazing movement in the state of Wisconsin. Das ist auch ein bisschen das hängt ein bisschen damit zusammen, dass also Arbeiter in dem Staate Wisconsin zu derselben Zeit dann eine Bewegung entwickelten. And in Wisconsin, they identified with what was happening in Egypt. Die haben sich identifiziert mit dem, was in Ägypten los war. So what is so exciting about this new movement is precisely its global character. Und das, was so besonders aufregend an dieser Bewegung ist, dass sie wirklich eine globale Bewegung ist. And I don't think that
that activists in the U.S. want to pretend that they were the first to do it. No. No, that's not. My question was about the consciousness. I want just to have a feedback how you see it. Right, exactly. Okay, thank you. They do pretend or not? No. No. I think there is, although I have to admit that in the U.S. There is such provincialism. Also auch wenn allgemein gesprochen es ein Bewusstsein schon für diese globale Zusammenhänge und Ursprünge dieser Bewegung existiert, muss ich zugeben, dass aufgrund von Provinznationalismus in den USA, But precisely what is changing as a result of the Occupy movement das ist das, was genau jetzt sich verändert wegen dieser is that Occupy-Bewegung. sense of connectedness with people who are struggling all over the world. Ja. Die technische Einwand? Ja, kurz noch die Übersetzung. Also einfach nur eine Info. Wir hatten gerade die Übersetzung nicht noch. Ach so. Dann Okay. Also genau, ist es genau aufgrund der Tatsache, dass es diese internationale Vernetzung gibt, dass dieses Bewusstsein auch in den USA sich verändert und diese globale Zusammenhänge deutlich werden. This was my hope, that it's really working. Ja genau, ich wollte nur kurz auch nochmal dran erinnern als Info, dass schon seit dem letzten Jahr in Griechenland fast täglich Proteste stattfinden und dass auch in diesem Jahr bis zu 1000 Leute auf dem Platz vom Parlament geschlafen haben tagelang. Über Griechenland, das wird gerade als Opferlamm dargeboten, redet nämlich nie jemand dabei. And I should have mentioned Greece as well. Ich hätte Griechenland auch absolutely. nennen You're right. müssen. Es ist klar und bekannt und deutlich. Sie hat es einfach vergessen. You could even Nee, mention es war Iran. für alle. Ja. Green movement in Iran. Nummer 3. Number 3. First of all, I wanted to thank Angela for sharing all this information from specifically US, updates from what's happening. Erstmal möchte ich gerne danken dafür, dass Angela all diese Informationen mit uns teilt. And as this is about interrelation, about how everything is interrelated, Das hier geht darum, wie alles miteinander verbunden ist. and this is what assembleas are for, Darum geht es in Assembleas, to share information. Informationen zu teilen. I will share my part, especially with you that come from the other side of the sea, Ganz speziell mit Ihnen, die halt von der anderen Seite des Ozeans kommen. to have you well informed. I'm part of a group Ich bin Teil einer Gruppe, that could be defined as the European Revolution. die man bezeichnen könnte als die Europäische Revolution. We have Spanish representation, Wir haben spanische Vertreter, French representation, französische, Belgian representation, belgische and very soon German und representation. bald deutsche. The project was born in Brussels, Dieses Projekt wurde in Brüssel 15th erfunden, of October, am 15. Oktober. and it was decided Und man hat entschieden, that the next European international meeting dass das nächste europäische internationale Treffen of the movement known as 15M, dieser Bewegung, die bekannt ist als 15M, Indignavus, Indignados, Democracy Real Now, echte Demokratie jetzt and Occupy, und Occupy, since we got into Belgium and Germany, will meet in Athens. wird sich in Athen treffen. Athens, the 15th of May. Am 15. Mai in Athen. Part of it's a call for everybody that wants to help in the situation in Greece at this moment. Das ist ein Aufruf an alle, die mit der Situation in Griechenland helfen wollen. It was partly Spanish initiative, Es war teilweise eine spanische Initiative what actually calls about how well the movement is going in Spain, und es geht auch darum, wie gut sich diese Bewegung in Spanien entwickelt, that we can actually spare help to go to Greece. dass wir sogar Hilfe leisten können und Leute nach Griechenland schicken können. At this moment, the calculations are Im Moment rechnen wir damit, that there are about 300 people walking in direction Greece, dass da im Moment 300 Leute Richtung Griechenland laufen walking or getting ready to walk. oder sich darauf vorbereiten zu laufen. More people will take planes in the last moments. Noch mehr Leute kommen im letzten Augenblick dazu.
And Ach, so, Entschuldigung, wir nehmen das noch Flugzeug dazu. Sie kommt per Flugzeug im letzten Moment. and well, by taking different routes, we spread more this project. Yeah? Und indem wir auf unterschiedlichen Routen unterwegs sind, verbreiten wir weiter dieses Projekt. And now that you're here, I would like to tell you this. Und jetzt, wo Sie hier sind, möchte ich Ihnen das gern sagen. Because it was very funny to see you in live stream the other day. Es war sehr spannend, Sie im Livestream zu sehen neulich. That part of the Spanish March that went to Brussels. Dass ein Teil dieser spanischen Bewegung, die nach Brüssel gegangen ist, was in the other day in Wall Street arguing with the police. war am Tag davor in der Wall Street und hat sich dort people that had walked to Brussels. Die Leute, die nach Brüssel gelaufen sind. And were actually in the direction Athens. In Richtung Athen. Took planes and went to Wall Street. Die haben Flugzeuge genommen und sind in die Wall Street geflogen. So my encouragement is. Also ermutige ich alle. You talk about the situation of Europe in US too. Dass sie auch in Amerika über die Situation hier reden. And we have North American representation. Und dass wir hier auch Vertreter haben aus Nordamerika. To the north, we have a peace caravan. Dass man eine Friedenskarawane macht auf den Norden. And to the south, we have a popular march. Und dass man eine Art Popular March. Ein Bürgermarsch. Durch den Süden hat. Basis. I encourage also the people of Occupy. Pilgern. I encourage also the people of Occupy. Ich ermutige auch die Leute von Occupy. Get unoccupied, as he says. Get unoccupied, as he says. Unoccupied. Deoccupied. Get deoccupied. Sich zu deokkupieren. So they can become nomad and walk too. Dass sie auch Nomaden werden können und mitlaufen können. And now this is a personal message. Das ist eine persönliche Botschaft. Well, I am carrying an important message from the Belgian people. Ich habe eine wichtige Botschaft von den belgischen Leuten. To the Greek people. An die griechischen Leute. And this is that the Belgian people. Es geht darum, dass die belgischen Leute do not want to live on the suffering caused on the Greek people. Das nicht ertragen wollen, das Leiden, das über die griechischen Leute gebracht wird. By the decisions of their government and banks. Durch die Entscheidung ihrer Regierung und Banken. I encourage the Germans. Ich ermuntere die Deutschen, to bring this message to the Greek people too. Diese Botschaft auch zu den Griechen zu tragen. And I encourage the US people. Und auch die amerikanischen Leute. Whose powerful banks and corporations. Dessen machtvolle Banken und Firmen very surely have a lot to do with the situation in Greece. Viel mit dieser Situation in Griechenland zu tun haben. To bring support to these marches. Diese Märsche zu unterstützen. And these caravans. Und diese Karawanen. And I don't know much more about solutions. Ich weiß nicht sehr viel mehr über Lösungen. But I will tell you now the most personal part. Aber jetzt sage ich euch den persönlichsten Teil davon. I in Spain been living for 2 years without a job. Ich habe in Spanien 2 Jahre lang ohne Job gelebt. Because if the minimum wages is 600 euros. Wenn der Minimalverdienst 600 Euro beträgt. And the minimum real estate house you can buy for a house is 500 euros. Und das Mindeste, was man Miete zahlt, ist 500 Euro. How are you supposed to live? Wie soll man dann leben? So I decided not to have a house. Also habe ich mich dazu entschlossen, kein Haus zu haben. Not to have a job. Keinen Job zu haben. And only have a little emergency money. Und nur ein bisschen Notfallgeld dabei zu haben. But I've been reading today a prophet. I've been reading today a prophet who has prophecies. Ich habe heute einen Propheten gelesen. Yeah, actually he was not a prophet, he was an economist. Eigentlich ein Wirtschaftler. He said that very surely the financial situation could last more than 6 months in Europe. Dass die Situation sicher in den nächsten 6 Monaten zusammenkommt. And so this is not going to be very useful. Das würde mir nicht sehr viel bringen. Think about money the European.
Ich glaube nicht, dass ich das noch brauche. Keine halben Lösungen mehr. Es wird gebeten, nicht zu klatschen, weil an den Ohrhörern das wirklich wehtut bei den Zuhörern. Okay. Habt ihr es gehört? Es wird gebeten. Wiederhole das nochmal, Paulette. Man, you owe me 50 Euro. Ja. Im Livestream wird gebeten, dass wir nicht klatschen. Wir benutzen in der Assemblea für Zustimmung meistens dieses Zeichen. Und für die Hörer im Livestream ist es sehr anstrengend, das Klatschen zu hören. Danke, Basta, für deine Ausführungen und für deinen Mut, so konsequent zu sein. Thank you for your courage and being so consequent. And for your information, for your sharing. But you should also point out that this was used a long time ago in the deaf community. That this, at least in the U.S., it was first used in the deaf community. People can't hear. Die Taubstumme waren, haben diese Bewegungen benutzt. Dass die Ursprünge vielleicht auch bekannt sind, auch die waren ausgegrenzt. Das ist das Zeichen unter den Gehörlosen für Applaus. Yes, hier, Auch hier. International. Ich möchte eine Information hinzufügen. Wir haben die Möglichkeit, Okkupisten, Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus, uns jetzt Ende des Monats, wenn wieder Atommüll in das Wendland gebracht wird, uns dort zu treffen. Jeder kann das natürlich privat und persönlich tun. Viele tun das auch. Es gibt auch die Möglichkeit, in einem Camp, in dem gewaltfrei gearbeitet wird, in Straßengraden, dass sich Menschen aus Occupy-Camps oder die sich dieser Idee nahe fühlen, dort treffen und die Zeit der Straßenblockaden nutzen, um sich zu vernetzen, sich kennenzulernen und Aktionen für das nächste Jahr zu planen. Darüber werde ich in den nächsten Assembleen mehr sagen. Ich glaube nicht, dass mir die Assemblea vorschreiben kann, ob ich eine Frage stelle oder Information gebe. Ich möchte eine Information, ich möchte eine Erfahrung teilen mit euch. Das Thema war jetzt Fragen an unseren Gast, entschuldigen Sie. Wir sind beim Du, oder? Ja. Wir sind gerade in einem nicht moderierten Teil, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wir sind zwar eigentlich gerade beim Fragestellen, das sehe ich auch so, aber ich vertraue jedem, soweit dass er jetzt keine irrelevanten Informationen mit uns teilen wird. Ich denke, das wird schon alles. Ich glaube, soweit können wir uns einfach vertrauen, dass jetzt keiner die Runde sprengt. Aber ein respektvoller Ton wäre das. Wenn es respektlos wirkt, dann ich versuche laut zu sprechen. Es ist nicht meine Absicht, respektlos zu wirken. Aber wenn ich fühle mich jetzt angegriffen gerade und... Nö, ich fühle dich nicht angegriffen. Ich hatte nicht gewusst, dass es um Fragen geht. Ich hatte gedacht, wir führen einen Dialog. Ja, ich bin sehr emotional gerade. Ich weiß, ich fühle mich angegriffen. Sind wir alle gerade. Nee, dann zurück zur Sache. Welche Informationen wolltest du Die denn geben? Informationen habe ich geteilt. Ich wollte eine Erfahrung noch teilen. Okay, danke. Für mich ist eine ganz wichtige Erfahrung der letzten Wochen hier mit euch, dass ich gemerkt habe, dass das Occupy für mich ein Prozess ist, wo das, was wir okkupieren, immer nur symbolhaft steht. Ob wir die Wall Street okkupieren, ob wir die Banken okkupieren, ob wir öffentliche Plätze okkupieren oder den Bundespressestrand. Ich habe gelernt, dass das, was ich wirklich in Besitz nehmen muss, ich selber bin. Und aus dem Occupy Berlin wurde für mich ein Occupy Myself. Also Occupy My Thoughts and My Feelings. Und dass Occupy für mich ein innerer Prozess ist. Und wenn ich Menschen treffe, die diesen Prozess auch teilen, dann ist es, und wir diesen gemeinsamen Platz besetzen, dann lernen wir miteinander. Und dann bauen wir diese neue Demokratie und dann bauen wir diese neue Gesellschaft, indem wir sie in uns bauen und nach außen bringen. Das heißt, ich habe aufgehört, dass ich bin mit vielen Forderungen rumgegangen, was man ändern könnte im System. Ich habe aufgehört, diese Forderungen zu stellen, weil ich weiß, dass wenn ich meinen eigenen Ansprüchen genüge, nach den Werten, die wir in der Assemblea leben, dann wird diese neue Gesellschaft in uns wachsen und aus uns heraus wachsen.
ist mir ganz wichtig und deswegen wollte ich das mit euch teilen. Gracias. Das war die nächste Meldung. Liebe Angela, ich möchte so ein bisschen historisch zurückgreifen. Ich bin 1968 mit 14 Jahren politisch aktiv geworden. Ich habe gelernt von meinen Eltern, dass das amerikanische Volk sehr beliebt war bei uns Westberlin. Und ich habe noch die Trockenmilchdosen gesehen und habe auch noch von den Rosinenbombern gehört. Im Jahre 1968 kam für mich und meinen Kameraden der große Schock. Es war der Beginn des Vietnamkrieges. Ja, und dann kam deine Bewegung und die von Martin Luther King und anderen Bürgerrechtlern. Und Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, dass ich dir begegne. Und ich wollte eigentlich nur sagen, seit 1968 habe ich einen Traum. Und dieser Traum, ich könnte jetzt hier weinen, der ist jetzt in Erfüllung gegangen. Ich danke dir und viele Grüße an die Occupy-Bewegung und das amerikanische Volk. Er war sehr lange schon. Ich habe zwei kurze Fragen an dich. Die erste Frage, sollten wir den Begriff Revolution benutzen? Die zweite Frage ist, wie können wir gegen die Übermacht der Mainstream-Medien als Machtinstrument dieser 1% ankommen? Gibt es da eine Chance? Well, my answer to the first question is ja. Also die Antwort auf die erste Frage ist eindeutig ja. And the second question, I think that with the new social networks and you know all of the media that people have learned how to use, it's possible to counter the power of the corporate media. Und zu der zweiten Frage sage ich, mit den ganzen neuen Medien, also mit den sozialen Netzwerken, die Tatsache, dass es heute ganz viele Leute gelernt haben, damit umzugehen, gibt es eine gute Möglichkeit, diese hierfür gewinnbringend oder erfolgreich einzusetzen. The corporate media didn't create the Occupy movement. Also die Mainstream-Media hat die Occupy-Bewegung ja nicht installiert. But they, at least in the States, I can't speak about the media in Germany. Ich kann nicht sprechen für die Mainstream-Media in Deutschland, aber in den USA. But in large part, it's been sympathetic coverage. Ist dann die Berichterstattung der Mainstream-Media relativ, befürwortend oder wohlwollend gewesen. As a matter of fact, in Oakland, the mayor, Jean Quan, zum Beispiel in Oakland hat der Bürgermeister had to admit that musste zugeben, dass the police assault on Occupy activists in Oakland should not have happened. Musste sagen, dass diese Polizeibrutalität in Oakland hätte nicht passieren dürfen. And that was largely because of the coverage of the dominant media. Und das war dank der Mainstream-Medien-Berichterstattung.
So it's an example of how to produce democratic coverage from below. Das ist ein Beispiel, wie man von unten her demokratische Berichterstattung auch erwirken kann. And it's so at one point the big media, the dominant media, are going to have to capitulate to the grassroots media. Und es wird ein Zeitpunkt kommen, wo also die also bürgerliche oder Mainstream-Medien einfach also zusammenfalten muss und einbestehen muss und den Fackel weitergeben muss an die Basismedien. Also So I would just say, keep doing what you're doing. Weitermachen, was ihr macht. Think it, make it. Also ich war jetzt dran. Ich freue mich auch sehr, sehr, weil uns halt so über Bücher, das Literarische viel verbindet. Ich habe viel von Adorno gelesen und auch Herbert Marcuse und auch dein Buch Sexismus und Rassismus war sehr, sehr wichtig für mich. Da habe ich viel, das hat mein Leben sehr beeinflusst. Und jetzt freue ich mich deshalb umso mehr, dass wir direkt miteinander sprechen können. Am liebsten würde ich die ganze Nacht mit dir durchdiskutieren, aber ich versuche mich aufs Aktuelle zu beschränken. Wie ist das Verhältnis so der arbeitenden Erwerbslosen mit den Studenten, weil 68, also da war Berkeley ja auch unheimlich stark, das Students Movement in Berkeley und es liegt ja auch bei Oakland in der Nähe. Ne? Wie ist da die Verbindung jetzt mit sind die Studenten auch mit im Streik? Und dann am 2. November habe ich den Generalstreik von Oakland mit unterstützt und wir haben ein Go-In bei der IG Metall gemacht, also auch für einen Streik geworben gegen Krieg und das unter Panzer zu Waffeleisen. Also lieber, wir brauchen gute Nahrungsmittel statt Waffen gegen den militärindustriellen Komplex. Und das habe ich auch in Solidarität mit dem Generalstreik in Oakland gemacht. Wie ist die Beziehung der Arbeitenden, also so Workers Movement und der Occupy-Bewegung? Das sind so meine wichtigsten Fragen jetzt. Deine erste Frage war? Die erste war, ob die Studenten, ob in Berkeley auch die Universität besetzt wird. Well, just very briefly, yes, homeless people have been very much a part of the Occupy movement. Also die Obdachlosen sind ein Teil der Occupy-Bewegung geworden. And with respect to the second question, the second part of the first question, students have been very active as well. Und die Studenten sind auch aktiv. At UC Berkeley, an der Universität in Berkeley, there was an occupation at Sproul Plaza. War eine Demonstration, eine Okkupation, which was the site of the old free speech movement. An dem Ort, wo früher die alte freie Meinungsäußerung Bewegung in 1964. 1964 the student movement in the States. So students have been very active, both in the other sites, but also in the university. And one of the main demands is to eradicate student debt. Und Studenten sind auch sehr, sehr aktiv gewesen und unter anderem auch die studentische Schuldenberge dann abzubauen bzw. zu stornieren. Because you know that it costs $25,000 to $40,000 a year to attend the university. Weil es in den USA sehr, sehr teuer ist zu studieren, zwischen 40 und 45.000 im Jahr. And so when students graduate, having used loans during the period of their study, they owe $100,000. Und deswegen sind die Studenten, die per Bankanleihe dann ihr Studium finanzieren haben müssen überhaupt, gehen dann aus dem Studium mit Schuldenberge von
100.000 before Dollar, they've even begun to work. bevor die überhaupt angefangen haben zu arbeiten. In relation to the second question, Also jetzt zur zweiten Frage. unions have been very much involved in the Occupy movement. Haben die Gewerkschaften sie sehr eingebracht in diese Bewegung? In New York, a lot of the mobilizations that have happened with thousands of people have happened as a result of the mobilizing work done by progressive and radical unions. Also zum Beispiel in New York City ist ganz viel der Mobilisation von größeren Demonstrationen dank der radikaleren oder fortschrittlicheren und radikaleren Gewerkschaften in New York City zu verdanken. The strike on November 2nd in Oakland, the general strike, Also der Generalstreik am 2. November in Oakland was actually suggested by rank and file union members. Waren von Gewerkschaftsführern vorgeschlagen worden. And they suggested that we march to the port and shut the port down. Und es war deren Vorschlag gewesen, zum Hafen zu gehen und diesen Hafen lahmzulegen. And we did shut the port down. Und das hat uns We did. And it was amazing to see this thousands of people. It was multi-generational, multi-ethnic, multi-everything. Und es war also wirklich sehr herzerwärmend, das alles zu sehen, weil das Spektrum ging über alle Generationen, über alle ethnischen Gruppen hinweg, über alle politische Couleur hinweg. We had a live stream. Yes, and I was really moved because I saw many people of my generation. Ich war also sehr, sehr bewegt, weil ich viele Leute aus meiner Generation And they said, gesehen habe. Angela, it's happening! Und die haben alle gesagt, es passiert jetzt endlich. Yeah, I know. I think we need Ganz kurz nur eine ganz kurze, also eine Information. Sie müssen gleich gehen, aber die Because zwei of another Fragen, die wir meeting. noch gesehen haben, die wegen einem anderen Meeting, wegen einem anderen Treffen, und wir hatten noch zwei Fragen gesehen, halt, die jetzt dran waren. Und hier noch eine dritte, ich weiß nicht, ob wir... Wir haben ein Zeitproblem und von daher vielleicht, wenn eine Frage wäre, die noch nicht gestellt worden ist, vielleicht zu einem Themenbereich, der noch nicht kommt. Und es ist so, Entschuldigung. Moment, es geht gerade durcheinander. Moment, wir haben hier eine technische Unterbrechung, gleich kommt eine... Wollen wir einen Übersetzer? Wer kann übersetzen? Hier haben wir, okay, that's good. Dann haben wir die Frage, genau, das wäre nett, wenn wir uns sehr kurz fassen. Meine Frage ist, erstmal, dass hier sind Menschen unterschiedlicher Nationalitäten. Es gibt hier Ungläubige, es gibt hier Gläubige, es gibt Juden, es gibt Christen und es gibt Moslems. Die kommen aus Deutschland, die kommen überall aus Amerika, kommen aus der Türkei, kommen auch aus dem Iran. Thema Iran. Wir wissen, dass zurzeit im Iran gibt es ein großes Problem und Sie wissen auch, dass es ein großes Problem zwischen USA und Iran existiert, dass die Menschen, wie ich weiß, im Iran ganz besonders die Kämpfer, das nicht als positiv sehen. Wie sehen Sie die Situation zwischen sozusagen Amerika und Iran und wie nehmen es die Amerikaner wahr? Die Iraner möchten gerne in Ruhe gelassen werden, damit sie gegen diese Regierung von Ahmadinejad kämpfen können. Okay. So the question. I agree with you. Ja. I totally agree. Aber wie das Volk, das amerikanische Volk, diese Kriegsbedrohungen von amerikanischer Regierung? I think that regardless of what the current administration might be planning,
in relation to Iran? Also ich glaube, egal was die jetzige Regierung in den USA vielleicht plant, was Iran betrifft, If there is evidence of an military invasion of Iran, I think people in the U.S. will rise up all over the country. I don't think it can happen. bin ich davon überzeugt, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung aufsteht und protestieren würde, wenn die US-amerikanische Regierung entscheiden würde, Iran zu okkupieren. Besetzen, militärisch. Yeah, Entschuldigung. and of course, one of the reasons why Obama appealed to so many people was because he spoke out against the war in Iraq. Und deswegen, also das ist ein Grund, weswegen Obama ja so populär wurde oder ans Herz gelegt wurde oder ans Herz gewachsen war, weil er einfach gegen Irak eine Position And people were ignoring the fact that he was saying the real war should take place in Afghanistan. Sie haben deswegen ignoriert, dass er eigentlich damit auch gesagt hatte, dass der wirkliche Krieg in Afghanistan Because he spoke about that during his campaign. Er hat während seiner Kampagne auch darüber gesprochen. And He said it here in Berlin. he said it in Berlin. Yes, he said it everywhere. I remember this. And I voted for Obama. The first time I've ever voted for a major party candidate in my life. Ich habe ihn trotzdem gewählt. Das war das erste Mal, dass ich jemals eine der Hauptkandidaten überhaupt, also mein Kreuz dahin gesetzt Because I've habe. always voted communist or green or some radical party. Ich habe sonst immer eine radikalere Gruppe, entweder die Kommunisten oder Grünen oder Sozialisten gewählt, aber diesmal anders. But I do think it was important that Obama was elected. Aber ich glaube, es war wichtig, dass Obama gewählt worden ist. I think that the people who are flocking towards the Occupy movement Ich glaube, dass die Leute, die sich orientieren oder hinzugezogen fühlen zu der Occupy-Bewegung, are the ones who elected Obama, who made it possible for the impossible to happen. sind die Leute, die das möglich gemacht hatte, was zu Beginn als unmöglich erschien. And I think we have to remember that. Und das müssen wir uns daran erinnern. No one believed that a black man could be elected president. No one believed that. Keiner geglaubt hatte, dass ein schwarzer Präsident der USA werden könnte. But there were young people with their Facebooks and their texting and all of that who said, yes, it is possible. Und es waren ganz viele, hauptsächlich junge Menschen, die dann mit Hilfe der sozialen Medien, zum Beispiel Facebook, einfach und getwittert haben, ja, es ist doch möglich. And I always point out that the majority of black people in the U.S. initially did not support Obama. Und ich unterstreiche immer, dass zu Beginn der Kampagne die Mehrheit der schwarzen Bevölkerung Obama gar nicht unterstützt hatte. They supported Hillary, sondern die haben Hillary Clinton unterstützt. Because they said Obama was unelectable. Weil sie gedacht hatten, er sei nicht wählbar, also jetzt nicht moralisch nicht wählbar, aber nicht, die Wahrscheinlichkeit der Wahl nicht möglich wäre. So I think that in part the Occupy movement is the movement that should have risen up as soon as Obama was elected. Daher glaube ich, dass die Occupy-Bewegung eine Bewegung ist, die hätte entstanden sein sollen, direkt nach seiner Wahl. That was the movement that elected him. Das war die Bewegung, die ihn gewählt hat. And that's the movement that should have prevented him from going into Afghanistan. Und es ist die Bewegung, die ihn daran hätte gehindert haben sollen, nach Afghanistan einzumarschieren. And should have put the kind of pressure that would have prevented the development of the war in Afghanistan. Und hätten ihm diesen außerparlamentarischen Druck erzeugen sollen, das zu verhindern. And threats toward Iran. Und die Androhung nach Iran. So I think it's important that we remember that was an electoral victory. Und deswegen müssen wir uns daran erinnern, das war ein wahltechnischer Sieg. But there are major limitations to electoral politics. Aber es gibt Grenzen zu Wahlpolitik.
And so I think in part the Occupy movement now recognizes that Obama, despite what one may have thought about him initially, would never have been able to accomplish all that people wanted him to accomplish. Und von daher müssen wir einfach uns vergegenwärtigen, dass Obama überhaupt nie hätte das alles schaffen können, was er auf seinen... Only a movement can do that. Das kann also nur eine Bewegung schaffen. And that's what's happening now. Tagesordnung gesetzt hat. Und das ist das, was jetzt passiert. Jemand vor mir dran? Ja, Sie und dann du. Liebe Angela Davis, ich bin sehr froh, dass Sie hier sind. Maybe the two questions. Maybe we have two questions together. Könnt ihr diese zwei Fragen zusammenstellen? Dann können wir Zeit sparen. Liebe Angela Davis, ich bin sehr froh, dass Sie hier sind. Ich gehöre zu den Kindern aus der DDR, die Ihnen eine Postkarte geschickt haben. Ich war noch nicht zur Schule gegangen, ich war noch im Kindergarten, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Dieses zusammen mit dem, was in Chile passiert ist, damals, ich war 5 oder 6 Jahre alt, hat dazu geführt, dass ich mich politisiert habe, schon so früh, und es ist bis heute so geblieben. Es hat also, so, das aber nur vorweg und so kurz. Ich habe 2 Fragen, die sind vielleicht zum Abschluss auch gar nicht schlecht. Die erste Frage ist die, wir haben ja hier über Livestream und über Facebook und so weiter die ganzen Posts verfolgt, was in den USA passiert ist, auch in Oakland, Wall Street und so weiter, auch gestern, was in New York passiert ist. Was ist aktuell die Diskussion in den USA oder in New York oder in Oakland, wohin sich das weiterentwickeln wird? Wie sind die Strategien sozusagen? Geht es weiter mit Besetzungen oder geht es in die Stadtbezirke weiter? Oder welche Pläne und Ideen hat man dort? Ganz allgemein die Frage. Die zweite Frage habe ich selber persönlich. Ich beschäftige mich sehr viel mit prekären Arbeitsverhältnissen, mit Working Poor. Die gibt es ja in Amerika, in den USA auch. Damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Wie sieht das aus? Gibt es einen Teil der Bewegung Occupy, wenn man so mal zusammenfassen will, wo auch die Working Poor ein Anteil sind? Schließen die sich zusammen? Gibt es eine Bewegung der Working Poor oder ist das nach wie vor etwas sehr ausdifferenziertes, also vereinzelt ist? Diese beiden Fragen. No, we are time. One more question. No, auch für mich bist du ein Vorbild in dem, was du initiierst, wie du gelebt und was du beschrieben hast. Und für mich zieht sich so ein roter Faden durch das, was du vorlebst, persönliche und gesellschaftliche Entwicklung. Vorhin gab es auch einen Beitrag dazu, der auch so das trifft, was ich wichtig finde. Das ist auch die Frage an dich. Wir haben eine Arbeitsgruppe persönliche und gesellschaftliche Entwicklung und da geht es sehr stark darum, was ist das Private? Ist das Private politisch? Ist das politisch Private? Ich sage ja. Wie ich im Freundeskreis mich verhalte, in der Partnerschaft, zu anderen Menschen, wie ich konsumiere, was ich durch meinen Konsum unterstütze, das ist politisch, obwohl es privat ist. Und politisch, ich kann mir nichts vorstellen, was vom Politischen her nicht ins Private hineinwirkt. Und diese Wechselbeziehung ist mir so wichtig und das ist auch das, was ich hier bei der Occupy-Bewegung so gut finde, was mich ermutigt, mitzumachen. Ich habe gestern hier noch gebeten, in der Versammlung habe ich gesagt, helft mir, demokratischer und menschlicher zu werden. Weil ich selbst sehe, dass ich immer damit Schwierigkeiten habe. Dass ich manchmal so handle, wie ich es falsch finde und hinterher denke, Mensch, warum hast du das wieder gemacht? Wie gehst du damit um? Was empfiehlst du uns? Was empfiehlst du mir? Wegen der Zeit, Ende der Frage. Okay. First of all, I really apologize for having to leave, but we have another meeting. Also es tut mir sehr leid, dass ich gleich weg muss, weil wir haben eine andere Verabredung. Aber and
So I'll try to answer these two questions. I'll answer yours first. Ich werde deine Frage zuerst beantworten und dann zu der And then anderen I'll Frage. answer yours. The personal and the political. We should not forget that it was the feminist movement that initially argued that we cannot separate the personal from the political. Ich möchte gerne in Erinnerung bringen, dass es die feministische Bewegung, die dann noch unterstrichen hatte, dass das Politische vom Persönlichen nicht trennbar ist. Jetzt initiiert oder. And I see actually in the current Occupy movement, I see many feminist influences. Und heute in der Occupy-Bewegung sehe ich sehr viele feministische, also Ergebnisse vom feministischen Einfluss. That maybe some of the participants themselves don't recognize. Dass manche der Teilnehmerinnen hier vielleicht gar nicht erkennen. But the idea that the personal is not separate, that what is private is privatized. Dass diese Idee, dass also ich nicht trennen kann, was persönlich ist und was also das Private eigentlich privatisiert wurde. And so today, when we talk about violence against women, for example, und wenn wir heute über Gewalt gegen Frauen zum Beispiel sprechen, we have to understand the circuits that connect individual rape and sexual assault. Dann müssen wir auch die Zusammenhänge erkennen, was mit persönlichen Vergewaltigung oder Angriffe betrifft. With institutional assaults by the military, by the prison, on women's bodies. Also müssen wir dann zusammen die Frage der persönlichen Vergewaltigung mit der Frage von Vergewaltigung und Übergriffe auf Frauen institutioneller Natur auch verbinden. And I'm a part of the abolitionist movement. Und ich bin ein Teil der Abolitionist Movement. Abolition heißt Verhinderung oder Abschaffung. Of the death penalty. Abschaffung der Todesstrafe. And abolition of the prison. Und überhaupt Abschaffung von Gefängnissen. And so we always point out that if we are abolitionists, und deswegen sagen wir als diese Bewegung, we have to be aware of the extent to which the state inhabits our consciousness. Müssen wir wissen, zu welchem Ausmaß der Staat oder staatliche Gewalt unsere Bewusstsein eingenommen hat. So if we want another justice, a justice that is not based on retribution and vengeance, dann wollen wir ein neues Bewusstsein, eins, das nicht auf another justice system, another kind of justice. Eine andere Form der Gerechtigkeit. One that is not based on retribution eine, der nicht auf Rache basiert. We have to counter those tendencies within ourselves. Da müssen wir dann solche Tendenzen in uns auch bekämpfen. So when someone does something wrong or bad to us, das heißt, wenn jemand etwas Falsches oder Böses uns antut, we have to catch ourselves when we want to get back at that person by doing something bad to them. Müssen wir uns stoppen, indem wir dieser Person was Böses antun wollen. Because this is what the state does. Weil das ist das, was jetzt der staatliche And Gewalt that is the way the state lives within us. Und so arbeitet dann staatliche Gewalt in uns. And so yes, the personal is political. Und so ja, das Persönliche ist politisch. And to answer the second question about strategy. Die Frage nach der Strategie der Bewegung. You know, I don't know whether it's time yet to have fully formed strategies. Ich bin mir nicht sicher, dass jetzt schon die Zeit ist, ausgearbeitete Strategien zu haben. I think that the movement is working through
all of these questions and all of these issues in ways that have never happened before. Und ich glaube, dass die Bewegung jetzt dabei ist, diese Fragen alle durchzuarbeiten, miteinander zu verhandeln, neu zu diskutieren auf einer Ebene, da kommt das neu, auf einer neuen Ebene, was bisher noch nicht passiert ist. And that is what is so exciting. Und das ist das, was so aufregend ist in dieser Bewegung. And this is why so many people will support the Occupy movement. Und das ist der Grund, warum so viele Leute diese Bewegung unterstützen oder unterstützen werden. And I think the targets of the activism of the Occupy movement und die Zielgruppe der Aktivitäten und Aktivisten der Occupy-Bewegung will probably have to evolve organically. Müssen also organisch, also intrinsisch sich entwickeln. As opposed to developing the kinds of strategies that require us to propose a list of struggles, a list of issues, a list of strategies. Im Gegensatz zu einem ausgearbeiteten, ich sag mal Blaupause, einem Plan, mit Listen. Hier müssen wir das machen, dann müssen wir das machen, dann müssen wir das machen. No, which isn't to say that we can't really accomplish a great deal, because I think what has happened thus far is that huge numbers of people have been attracted to this movement. Oh, okay. And the taxi is here. Entschuldigung, ich kann es nicht übersetzen, weil das Taxi war. Ich habe den letzten Satz verpasst. Thank you very much. I'm very moved, and I would like to thank you for inviting me to join you for this. Thank you. Marius, lass dich mit Musik rausbegleiten. Ja. Nimm die Gitarre. Ganz kurz, bevor wir es abzwischen. Sie hatte ja am Anfang erwähnt, warum sie hier ist, dass sie halt den Blue Planet Award von Ethikon einer Stiftung für Ethik und Ökonomie überreicht bekommt morgen. Und es war halt alles so spontan, sonst hätte ich euch wenigstens noch mehr darüber mitgebracht. Aber wir haben 2 Tagungsmappen über die Veranstaltung morgen und auch noch ein Dossier über den Award. Sehr schön. Und Angela. Und deswegen könnt ihr euch gerne angucken. Thank you very much. Draußen gibt's Musik, wir können damit rauslaufen. Have a safe trip back. Seh mal zu, dass ich noch die Nummer an Sie geben kann. Ah, sowieso. Ist jemand von der AG verletzt hier oder von Ihnen heute? Gut, ausgeschlafen. Ich hatte 3 Nächte lang hintereinander ein Zimmer für mich selbst, allein und ein Bett. Das ist verrückt, wer braucht sowas noch? Leute, die über 40 sind. Total oldschool. Was ist mit denen? Die brauchen manchmal ein Bett, anstatt eine Couch oder eine Matze. Mic check! Mic check! Endet Ja, jetzt klar. die Assemblée, Hat alles weil seine unser Superstar gegangen ist, oder haben wir noch eine freie Diskussion? Ja. Mic check, ich würde sagen, wir haben gerade eine Pause. Ja, das Das ist ein schöner Mittelweg zwischen deiner sehr berechtigten Kritik und aber ich weiß, was du meinst. Revolution, wenn man, naja, weil Revolution. Wir sind nicht da gegen irgendeinen. Das wissen wir, aber ich glaube, das ist einfach alles nur für die ganze Bewegung. Ist schon klar gewesen, was du sagen willst. Ne? Aber was interessiert noch die aktuelle Situation gerade in Oakland? Hey, and she's alive and kicking. Ich habe kaum Ja. Und das glaubst du nicht. Das ist damals so. Wir haben, also ich meine, zigtausende in Deutschland haben. Aber an die Karten mit den Rosen habe ich nicht mehr erlebt. Doch, ich war gar nicht genau. Also ich war im Westen, aber ich weiß, dass die Aktion war. Ja. Wann war das? Welches Jahr? Ich habe mit Jahreszahlen kann ich nicht sagen. Die 60er, Ende der 60er, Anfang der 70er, Ende der 60er. Du, was das? Ich kann mit Zahlen. Ja, ich bin aber schlecht. Ich kann nur sagen, warum, weil ich die Also ich weiß, dass ich höre
1915 war, die Ostermärsche und die gesehen habe und dann ein bisschen älter als da. Da hat ja meine Zeit auch schon. So die Deutsche und so. Also in der Zeit, wo sie in Deutschland war. Und das war die Blechblätterbewegung. War die erste Deutschland und dann das weiß ich jetzt nicht mehr sagen. Das müsste ich auch nachlesen. Also, oder doch so den Und das war eben das im Grunde genommen das letzte, wo es auch global war. So in dem Ausmaß